JC gesehen, das Käppchen so tragen? Trägt der JC das Käppchen so? Eben, und wenn du beim JC hingehst und sagst, du, JC, hast du so einen schwarzen Schatten auf dem Gesicht, dann sagt er... Er ist echt schon schwarz! Ja, warum mache ich echt diesen Witz? Hei, hei, hei. Nicht einmal du checkst meine Witze. Wie soll denn das so weitergehen? Ist mein Sorge... Wahrscheinlich gibt es wegen dem komme ich keinen Fernsehpreis über, oder? Weil ich einfach meinen Sarkasmus nicht richtig kann betonen. Ironie. Der Pessimismus auf den ironischen Teil kommt immer so seriös über. Darum gewinne ich nie so Fernsehpreise. Ich muss mir einfach nur ein paar Brüste und Erste zutun und reinschauen und sagen: Tick-Tack! Die Frische, die belebt! You'll feel your breath. Und so einfach schon gewinnst, oder? Schon bestimmt. Nur ein bisschen. Oder? Und jedes Mal, wenn ich paddeln mache ich einen auf Tanga. Oder? Mache einen auf ich muss ja bücken. Haben alle Paparazzis gesehen? Ja. Siehst du, Hauptsache wir geben den Leuten immer die richtigen Preise. Ich bin auch wirklich froh. Ich finde es ein bisschen, Stefanie Heinz meint, man alles Zeug geben sollen. Stattdessen macht man aus einer leeren Hülle, wo noch ein bisschen heiße Luft rauskommt, macht man einen Fernsehpreis. Guter Export für die Schweiz. So viel. Wir haben so viel, wo guter Export werden in der Schweiz, wo nur Brüste und Erste und heiße Luft rauskommen. Aber das sehen wir, das ist Mafia. Mafia! Da können wir jetzt so etwas... Bleibst du extra stehen? Das ist okay für mich. Dann kommen wir jetzt zu PKRA Kitesurf. Ein Event, wo man wirklich muss sagen, in Marokko wunderschöne Bilder für euch alle zusammen die Heim ein bisschen Ferienstimmung reinbringen. Die einen lieben Kitesurfen, die anderen hassen es. Es ist immer ein bisschen dahingestellt, oder? Eine Sportart, die spektakulär aussieht, wahrscheinlich ein schönes Gefühl ist, auch wenn man in die Luft rauskommt. Nur etwas darf man ein bisschen bemängeln, das ist ganz klar, das System dort, wie das alles aufgebaut ist. So, man kann im Prinzip eigentlich sogar, wenn man nicht weiterkommt, immer noch in der Loser-Runde, schön gesagt, kann man sich immer wieder arbeiten und man kann im Prinzip eigentlich sogar noch gewinnen. Das ist ein Loser-System. Du bist zwar draußen, aber kannst noch mal mit. Das kenne ich gar nicht, aber es gibt wahrscheinlich nur einen Kitesurf. Also für die alle zusammen jetzt die Heime, die nur auf den Moment gewartet haben und finden, hey, so geil die Sportart, also Kitesurf. Neues Jahr, neues Glück. Die PKRA Tour 2012 startet mit dem Auftakt-Event in Marokko wieder durch. Das abgelegene Städtchen Dakhla in der Westsahara bietet den weltbesten Kitesurfer riesige Dünen und Lagunen. Ein idealer Schauplatz also, um die Saison wieder anzufangen. In dieser Bucht geht das ganze Jahr ein starker Wind. Und genau den gilt es jetzt nach einigen Monaten Wettkampfpause wieder gut zu lesen und damit zu spielen. Hello, today is the first day of the PKRA Saison 2012. This is the opening ceremony today. The wind is not here yet. And behind you can see all the riders around here. The French, the Spanish, the guy from Dominican Republic, Brazil, Austria, Switzerland, all over the world. Fahrer aus über einem Dutzend Nationen nehmen an diesem Event teil. Der Wettkampf verspricht aber auch so viel Spannung und einige Überraschungen. Über die Winterpause haben nämlich einige Newcomer trainiert und möchten jetzt die Tour so richtig aufmischen. Die Routiniers wissen, woher das kommt. The first event you'll always see a lot of more people than the last ones because people really want to give it a try. I start from zero, so this is for sure going to be one of the hardest competitions. This winter I've been mostly at home in Tarifa. We had like 3 different conditions, 3 different spots that they used to ride during the winter. And, yeah, we film over there. Die PKRA geht mit einem aufgetunten Judging-Format in die neue Saison. Der Neuseeländer Mark Jacobs erklärt, was sich geändert hat. Yeah, so this year we've got the new trick format. Basically, you got 7 minutes and they pick the top 7 tricks and you got 12 attempts to do that. So yeah, basically it's going to show more styles, going to be more involved. It's just going to be harder tricks and kite position lower and so more power. So yeah, definitely practicing on getting consistency down with the harder tricks. I can't wait till the time is now when we can
You know, you've got the top 4 guys from last year, Yuri, Alex, Mark and Albie. So obviously they'll be really big contenders, and Kevin is also back from his injury. He was world champion in 2009, so it'll be good to see him riding in competitions again. There's also a few new faces. The guys from Brazil and Dominican Republic are absolutely ripping. They're out there all the time, just, you know, busting all their tricks. There's obviously there's a few young guys. There's like myself, who's just kind of getting into it, and we just want to see where we're at. Der Juri-Sohn hat im letzten Jahr fast jeden Event gewinnen. Das Jahr scheint aber zumindest einer etwas dagegen zu haben. Yeah, so the finals finally come up. Yuri and Alex made it to the final, so congratulations to them. Sun's just about down, so a nice sunset final will be pretty epic. Go! I just finished the last heat of the single elimination. That was the final against Yuri-san. It was pretty dark already. I pretty much couldn't see the water in some of my tricks, but yeah, I think I had a good hit. Let's see how it goes. Yeah, I think my style has changed for sure since I'm riding boots, and I have a lot more power than before, and I can see that from the judges. They're way more stoked on my tricks than they were before, so yeah, I think that helped me for sure. Einige Fahrer sind zu einer flachen Lagune aufgebrochen in der Nähe von ihrem Camp. Dort werden vor dem Start der Double Eliminations noch ein paar neue Tricks geübt. Aber auch sonst gibt es viel zu besprechen. Einige Rider sind nämlich im Winter von Fußschlaufen auf Boots umgestiegen. Der Alex Pastor kann uns die Gründe wohl am besten erklären. Er hat in Boots das letzte Event im Jahr 2011 gewonnen und liegt auch in Marokko nach den Single Eliminations in Führung. Yeah, I guess that I won in boots. That kind of proves that it's possible. So a lot of people that like to ride boots are convinced that it's possible to compete in boots and also do good. So I think that helped a lot. I definitely agree with him on the fact that you can land more tricks and more consistently from it. Just because your foot doesn't pop out and you just got more control of the board and can land a bit harder blind and stuff. You know, I guess if I keep getting beaten by the riders riding boots, and I'm going to probably start doing it as well. Zur Erklärung, in den Double Eliminations bekommen die Rider eine zweite Chance, die in den Single Eliminations ausgeschieden sind. Mit jedem Sieg steigen sie eine Sprosse höher und müssen so gegen immer stärkere Fahrer antreten. Hey, you're here at the last day of the PKRA Morocco. I'm here with the top 3 guys from our first elimination. These guys, they've got 3 pretty different styles. We've got Alex with the more technical style, I'd say. He's got the boots on. We've got Mark, who's a really powerful rider, also pretty technical. We've got Yuri, who just goes massive and takes everything huge. We also got Bruna here, one of the top girl riders. Bei den Männern haben tatsächlich so einige Newcomer auf sich aufmerksam gemacht. So now I'm 15 years old and this is my second year on the tour, but last year I only did three events. Yeah, it's really hard to compete against the top riders of the world. So I just try my best and have fun for a start. Yeah, every event I feel like I'm having more power in my tricks and going higher, so hopefully soon I'll be on the top of the riders. Trotz allen Hoffnungen unterliegt der Liam Whaley Eudacio da Silva. I think Eudacio, the Brazilian, is riding pretty good here. He almost beat Yuri in the singles already. Yeah, I think he's definitely got the potential to make it to the final, and actually win it. Just because it's really working for his weight size, and he can ride really well in these conditions. Já passei 4 baterias, agora já estou em 4º lugar e agora que vai ser um pouco mais difícil porque eu vou pegar os melhores.
but he ain't gangster with it. I ain't say I was a gangster, I just said I had no business. Anybody from anywhere who wanna can get it in. Am Eudasio gelingt es, das Podium zu erreichen. Aber um ins Finale zu kommen, müsste er jetzt den Weltmeister Juri Sohn schlagen. I think he win pretty much, I don't know, 7 heats today or something. And yeah, finally I was the one that could stop him. I'm pretty happy about it, so I kept my 2nd place. Now up against Alex again. I couldn't really stay upwind enough, so I only did 6 tricks. So yeah, apparently I just lost against Yuri and we have to redo the final. In den Double Eliminations bekommt der Gewinner von den Single Eliminations eine zweite Chance, wenn er das erste Finale in den Doubles verliert. Der Alex Pastor und der Juri Sohn müssen somit also nochmal dran. Es geht immerhin um den Sieg beim Saisonauftakt. Second heat I wasn't really riding good and Alex was riding better, but luckily in the end I won. Yeah, of course I'm super happy about it. I totally didn't expect it, but I think my style of riding with a bit more power won over the more clean riding of Alex. So they definitely judged on power, so I'm really happy with that, and that's definitely my aim for the whole year, ride with as much power as possible. And as we saw here, the top 5, like with Alberto, Mark, Eudasio da Silva from Brazil, Alex and me were like really close together. Every heat is just like won by a couple of points. So for the whole year it's going to be really interesting. And the next stop is France. We're going to see who's the best out there, and you know, the whole season has a lot of different things in every different spot, so it's going to be a very, very interesting season. Das sehen wir genauso. Und wenn der nächste Wettkampf über die Bühne ist, melden wir uns wieder mitten aus der PKRA 2012. In dem Sinn, hasta luego. Hey, wer bist denn du? Was machst du da in meinem Studio? Das ist mein Studio. Jetzt kommt Gossip. Shit, mir eine neue Werffrage gestellt. Ja, hey, wir haben hier den Scott Sullivan. How you doing? Hello, Flash. Wie geht's dir? Ja. Ja. So, ja, ich muss mit ihm Englisch reden, das ist ganz klar. Musiker, oder? 4. Album draussen. Darum ist er da. Im Snowboarden, kein ungeschriebenes Blatt. Man kennt ihn, man weiss, wer es ist. So, Scott, that was your introduction. Did you like it? I loved it, man. You loved it. You play music, I love your music. You do pictures, I love your pictures. But right now, 4th album is out. Let's talk about the album. Love to talk about the album. Yeah. So how many songs? What kind of lyrics? I got 14 new songs and they're all original songs. Worked on it for the last 16 months in the studio out in Seattle, Washington. And it's got some great stuff. I brought in some great new players. I got a few different drummers that kind of come on there. One guy that comes on and rocks the house on a few of the tracks, and another guy that is just a bit mellower with some brush snare work. He was a player from the Symphony in Seattle. So really top-notch players, great musicians, some nice upright bass, some accordion, some horns. This is my 4th record, so I brought some new elements to this record for me. Definitely more complex, more dynamic, and
it's just great. It's great time to be at my 4th record. So when we talk about the music right now, I want to hear something, you know. I just want to hear for the audience. Can you play a song? Just, you know, the guitar is here. Yeah, I'd love to play one of the songs. I'm going to play, Which one? Let's see, we're going to do a song called Reds, Blacks, and Blues. And what's about it, girls? It's just kind of about going through your life, learning your lessons, you know, and then sometimes not learning your lessons, you know, having to go through them again, you know. It's your reds, your blacks, and your blues. It's getting beat up along the way, and you think you've... Karma, you know, it's just about going through life. All right, let's hear a song. Er spielt uns jetzt noch ein Liedli von seinem neuen Album. Das 4. Album. Das 4. Album schon, hä? Muss ich das schon ein bisschen sagen. Ich meine, das ist gefüllt von Emotionen, was man bei vielen anderen Musikern nicht sagen kann. Ich wollte ein bisschen den Göhlen beleidigen, aber hey, ja. Scott Sullivan. All right. Is it okay if I'm going to eat a little bit? Oh yeah, save me some, okay? Yeah. Slept through the alarm clock again. I barely felt the sun sizzle in my skin. I passed some fields along the way, went running through the blades. It left me half insane. Hold on, it seems I'm confused. I've never quite learned the past from the breaking news. And all these roads, and you gotta pick one. Well, you better get going. I heard once, I wish that I knew then only what I know now, but it never made much sense till they punched me in the mouth. Truth new to me, but not you. The cover in my blue tooth slowly falling out of my head. Hold on, it seems I've confused the past with the breaking news. And all these roads, and I gotta pick one. Well, I better get going now. Going where? Get going how? Going where? Hold on, it seems I'm confused. I never quite learned my reds from my black and blues. And all these roads, and you gotta pick one. Well, you better get going now. Going where? Get going how? Going where? Yeah, nice one. All right, nice man. One, nice one. It was really good. Also, unbedingt. Sind wir auch schon unterwegs? Sind wir auch schon unterwegs in den Startlöchern, um zu sagen, ich muss unbedingt laden, ich muss unbedingt iTunes, ich muss die CD haben. Ja, Scott Sullivan, merci vielmals, dass du da bist. Sag 6 auf Schweizerdeutsch, iss mein Gebäck, kannst alles haben. Thanks a lot. Weiter geht's in der Sendung. Woo! Achtung, Müllmänner, musst aufpassen, sonst können wir die auch noch holen. Ich laufe jetzt extra rückwärts, sonst packt es mich auch noch in den Müllwagen rein. So, ich bedanke mich ganz herzlich natürlich vielmals für das Zuschauen. Ich weiss, dass es in der heutigen Zeit natürlich schwierig ist. Es läuft so viel Mist in all diesen Kanälen. Oder? Man weiss gar nicht mehr, ob man überhaupt den Kasten einstellen soll oder einfach nur ein bisschen im Internet vergnügen. Oder? Also ich würde sagen, vielleicht gibt es ab und zu mal einen Grund, wo ihr wieder merkt, dass ihr einstellen dürft. Und bei uns am Montag um 7 Uhr auf StarTV immer ein guter Grund, oder? Sonst noch wisst ihr,
Facebook, für all die Smartphone-Generation, ein bisschen degenerierten, können wir sagen, hey, wir sind auch dort gut drin. YouTube natürlich auch, oder? Wenn ihr extrem faul sind, wenn ihr findet, ich will überhaupt nichts mehr machen, ich will im Prinzip eigentlich... Ja, dann könnt ihr mal schauen. Ich sage tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ja. Oh, ich habe mehr nein. Angst vor Menschen als vor Tieren. Sie sagen, Ja. haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, ich bin sehr viel eingesperrt worden. Nein, ja, Ja. Sie werden es nötig haben. Ja, darum sage ich ja, ich werde immer geschlagen im Bündnerland daheim. Jedes Mal pro Ausflug. Ja, Sie sind ein fremder Fötzel für die. Ein fremder Fötzel? Ja. Das machen Und am Montag um 7 Uhr auf StarTV läuft etwas Brauchbares. Zürich ist das, he? Was, Tele Zürich? Jetzt Tele beleidigen Sie Zürich. mich nochmal. In jedem anderen Land würde man irgendwie so Tiere, wie das die Amerikaner und Kanadier machen, Eisbären, Grizzlybären, wenn die jetzt näher in die Zivilisation kommen, tut man sie betäuben und setzt sie wieder aus. Was machen wir? Bei uns kommt der Jägerverband hinführen und sagt, alles töten, alles umbringen, alles kaputt machen. So sieht es aus, so sind wir. Hä?